Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Test von den Spinnen. Heute geht es um die Baumspinne, Baumspinion oder Spinion, wie ihr sie nennen wollt. Ich nenne sie einfach Spinne. Und sie ist ziemlich cool. Die hat eine Passive auf dem dritten Skill, dass sie den Angriff senken und Verteidigung senken einfach jedes Mal verlängert, wenn der wenn der Debuff schon drauf ist. Es ist der Hammer. Und das Geile ist, so viele Beine wie sie hat, also quasi, sie hat ja hier, laut Bild hat sie ja 1, 2, 3, 4 Beine. Ich bin der Meinung, dass die 2 hier an diesen, ich weiß nicht, ob das jetzt Beine sein sollen, aber ich denke mal, das werden auch als Beine gezählt. Diese 2 hier, wie Hörner aussehen, was auch immer das sein soll. Weil ähm, bei einem gewissen Boss hittet er 5 Mal. Und der Boss hat nur ein Bein quasi. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es 6 Hits also dass 6 Beine zählt. Ich weiß nicht, ob die Arme dazu zählen. Oh, Naruto Walk. Also die Spinne ist cool, die macht sogar den Naruto Walk. Ist das geil. Ich liebe diese Spinne. Okay, genug davon. Genug davon ablenken lassen. Zweiter Skill. Verteidigung senken zu 100%, wenn man es voll Skill gehabt hat. Das ist doch geil, ey, Leute. Ich kann doch nicht so ernst bleiben bei dem Video. Ich glaube, der ist hängen geblieben. Oh mein Gott, okay. Bleiben wir ernst, Leute. Wir müssen professionell bleiben. Das ist ein Guide. Okay. Genau. Auf dem ersten Skill hat er einen Angriff senken, was zu 70% eine Chance hat. Und die bleibt auch bei 70. Da haben wir zumindest ein bisschen Glück gehabt mit der Effektrate. Da sind wir durch mit dem Skill-Ups. Bis jetzt noch ein bisschen Schaden fehlt halt noch. Ja. Deswegen, wir werden so heute erstmal ausprobieren. Ja, da sind wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch dran gedacht, dass ich die Spinne, ich habe sie auf Echo gebaut gehabt. Das Problem ist, dass wir einen Zusatzangriff haben. Bei so vielen Hits ist es natürlich geil, wenn man einen Zusatzangriff hat. Ich habe es jetzt nochmal rausgemacht, weil ich wollte nicht die Hits verfälschen, also die natürlichen Hits. Dann können wir jetzt besser zählen, weil ich glaube, ich hatte das letzte Mal, als ich die gespielt habe, auf Echo gespielt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele Hits sie normalerweise macht. Deswegen gehen wir einfach jetzt mal rein und gucken mal, was passiert. Ich würde es auf jeden Fall auf Echo spielen, weil Zusatzangriff 40% bei, ich weiß nicht wie vielen Hits. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt wirklich 6 Hits sind insgesamt, wenn man keine Beine hätte. Deswegen wollen wir es mal testen. Aber ich glaube, es sind insgesamt 6 Hits, wenn man die Beine abzieht. Sind es 4 Hits, glaube ich, bei 2 Beinen. Also potenziell 6 Hits und dann halt minus jeden Bein. Glaube ich. Werden wir aber gleich sehen, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe es aber einfach verfälscht, weil ich die Echos-Bauteile drauf hatte. Ich meine, wir können es ja sehen, die haben ja 2 Beine. Wir können ja mal mitzählen, wie viele Hits er jetzt macht. Bei 2 Beinen müssen ja normalerweise 4 Hits sein. 1, 2, 3, 3 Hits. 1, 2, 3. Das macht aber keinen Sinn, oder? Er hat ja keine 5 Beine rein, theoretisch. Eins, 2, 3, 4, 5. Nee. Schauen wir jetzt nochmal. So, er greift an. Jetzt kommt er. 4 Puppen sind drauf. Bin mal gespannt. Tatsächlich hat er 5 Hits gemacht jetzt, oder? Das heißt, er macht potenziell 6 Hits. Glaube schon. Aber warum macht er dann bei den anderen 3 Hits? Noch keine 3 Beine. Naja, gut, kommt drauf an, was man als Bein zählt. Nein, vergiss.
Okay. Okay, okay. Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall. Es sollten normalerweise insgesamt, glaube ich, 6 Hits sein, die die Spinne macht natürlich. Aber bei den Dingern hier macht er nur 3 Hits. Warum auch immer. Bei der, bei dem Boss macht er 5 Hits. Weil ich bin jetzt davon ausgegangen, 6 Beine. 6, ja genau, 6 Beine. Dann werden die Beine vom Gegner abgezogen, weil der Boss ja quasi nur einen Schwanz hat. Ist ja als ein Bein, in Anführungszeichen, sind es 5 Hits. Aber jetzt bin ich mir nicht mal sicher. Vielleicht zählt ja der Boss ja nicht mal als Beine und der hat einfach als Gesamt 5 Hits. Und deswegen sind es dann am Ende 3 Hits, die übrig bleiben. Aber dann heißt es ja trotzdem, dass er bei dem Boss 5 Hits macht. Das ist ja, also an sich ist es eigentlich egal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was dahinter steckt. Wir haben 4 Beine und 2 Arme und 2 was auch immer. Aber er macht ja mindestens 5 Hits auf den Boss. Das heißt, er müsste ja mindestens 5 Beine haben, aber bei dem macht er 3 Hits. Ist, weiß ich nicht, wie genau das zustande kommt. Also entweder ich kann nicht zählen die Beine oder irgendwas stimmt da nicht. Ja. Aber ihr könnt sehen, guck mal. Also es ist der Hammer, wie viele Hits er macht, um die Schuppen wegzumachen. Es ist eines der besten Multi-Hitter in diesem Game. Definitiv. Und dazu auch noch diese Debuff-Verlängerung, wenn man den halt auch noch besser spielt. Guck mal, Attack-Debuff ist direkt drauf. Hier, zack, und boom, tot. Geil. Also man kann ihn in dem Speed-Team benutzen, ist super, macht Spaß. Wie ihr sehen könnt, also trotzdem 1,41, weil wir, glaube ich, vorgestoppt haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber, geil. Freut mich. Als nächstes wäre jetzt gedacht, gehen wir natürlich in Juggernaut rein und versuchen mal hier mal zu testen. Ich würde aber mal schauen. Also ich würde mal sagen, er soll nur den ersten Skill einsetzen, weil ich denke, Defense Break brauchen wir nicht von ihm unbedingt, denn er braucht keinen Defense Break, er ignoriert sowieso die Verteidigung. Deswegen versuchen wir nur den Angriffs-Debuff versuchen, also den hier zu bekommen. Defense ist uns völlig egal. Deswegen gehen wir einfach mal rein und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt drankommen wird. Oder auch seine Passive nicht geblockt wird, weil er kann ja die Passiven blocken mit Unbewusstsein. Deswegen schauen wir mal. Mhm. Ja. Jetzt. Okay, es waren 5 Hits, aber nur davon sind 3 Attack-Debuffs gelandet. Ist aber okay. Ich meine, mehr als eine Runde brauchen wir sowieso normalerweise nicht, weil der Boss glänzt das ja sowieso wieder weg gleich. Also es ist genau hier. Also es ist völlig egal, ob wir jetzt 5 Runden haben, 10 Runden haben oder eine Runde haben. Aber zumindest ist sie drauf, das ist schon mal fein. Weil es macht einfach weniger Schaden in diesen Zwischenphasen, was ziemlich cool ist. Also ich finde es mega gut. Hier, zack, zack, zack. Es waren jetzt wieder 4 Runden. Jetzt ist es ja sowieso egal, weil ab jetzt kann er das, glaube ich, nicht mehr glänzen. Er kann es nur in den Zwischenphasen glänzen, wenn ich mich nicht täusche. Aber cool, ich meine, es ist einfach weniger Angriff und zack, der Boss ist da. Mega cool, mega cool. Kann man nicht sagen. 1,9, sogar Best Time. Wow. Ist ja der Hammer. Sehr, sehr cool. Also, ja, Schaden natürlich ist jetzt nicht auf Schaden gebaut, ist ja völlig fein. Feindliche Störung, 80%, guckt euch das an. 12 Debuffs gelandet, quasi 12 Runden gelandet. Das ist. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, den frostigen Koloss nochmal anzugehen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich würde die Dodo-Reiterin rausnehmen, weil rein theoretisch nehmen wir die Dodo-Reiterin ja nur mit wegen Geschwindigkeit erhöhen, weil sie halt die Aktionsleiste erhöht um 30%. Und natürlich viel, viel wichtiger ist der Angriffssenken-Debuff, den sie uns schenkt. Den brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir Ina haben. Und dadurch haben wir ja schon die Möglichkeit, einen Platz weniger, also mit ihr zu ersetzen. Wir können sie quasi ersetzen. Ich habe jetzt noch keine Alternative, was ich ersetzen könnte. Ich könnte theoretisch sie mitnehmen, die Himmelspolizistin. Aber ich meine, ihr habt sie nicht und, oder die meisten werden sie wahrscheinlich nicht haben. Deswegen habe ich jetzt einfach sie mit reingepackt, damit ihr einfach sehen könnt, dass es auch so funktionieren würde.
Und wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was passiert. Ich denke mal, es wird jetzt natürlich nicht so viel Schaden geben, aber ich will euch einfach nur die Möglichkeit zeigen, was passieren kann. Also schaut euch das an. Jetzt haben wir schon Debuffs drauf. Death Break und Attack Break. Jetzt passt mal auf, was passieren wird. 2 Runden. Hat nicht so gut gelandet. RNG war nicht auf unserer Seite. 4 Runden. 4 Runden. Also, ich sag mal so, mit der Spinne werdet ihr die Debuffs nie verlieren. Ja, der Attack Break ist halt nur 70%ige Wahrscheinlichkeit, deswegen kommt er nicht bei jedem Hit. Ist halt schade. Aber wenn man ihn auf Echo spielt, hat man natürlich mal die Chance von 40% auf einen Zusatztreffer. Ich weiß nur nicht, ob der Zusatztreffer pro Hit zählt oder pro Skill zählt. Wenn es pro Hit zählen würde, dann haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance, pro Hit, den wir machen, nochmal 40% Chance, äh, 'n Zusatzchance zu bekommen. Also ihr seht, guck mal, 4 und 7 Runden, das ist der Hammer. Deswegen normalerweise brauchen wir die Dodo-Reiterin gar nicht mehr. Also wir können jeden anderen beliebigen Aktionsleisten-Buffer nehmen. Wir können zum Beispiel die Wasserschildkröte nehmen. Dann könnten wir zum Beispiel den Feuerklöckwerk auch rausnehmen, weil er ist ja auch nur dafür da, um Crit Rate zu geben und den Heal zu geben. Wir können dann zum Beispiel auch den Wasserrobo mitnehmen, was auch nicht schlecht wäre. Und hätten auf jeden Fall sehr viele Optionen und sehr viel Freiheit in dem Bereich. Aber ich meine, schadentechnisch sind wir jetzt natürlich nicht so gut dabei, ne, weil die Spinne macht ja an sich jetzt hier bei mir keinen Schaden. Ich habe sie jetzt nicht auf Damage gebaut. Ich habe sie nur als quasi als Debuffer Support gebaut. Müsste man mal testen, ob der Schaden macht. Ah, stimmt. Ich habe ja was Neues gelernt. Das hat mir jemand letztens in einem Video ähm, in den Kommentaren geschrieben. Das wusste ich gar nicht. Wenn man auf die Schadenszahl draufklickt, wird das ausgeklappt. Noch nie gewusst. Wie lange spielen wir dieses Spiel schon? Ich habe noch nicht einmal gewusst, dass man das einfach ausklappen kann. I don't know. Ich habe schon bei jemandem gesehen, dass er das hatte. Und ich habe mich gefragt die ganze Zeit, woher hat er das? Und danke, lieber Kommentarschreiber. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber da sehen wir auf jeden Fall, man sieht jetzt die Zahlen. Und da sieht man auch, wie viel Schaden er austeilt. Also mit einem Defense-Buff und mit mehr Crit Damage und Crit Rate und viel mehr Death könnte der bestimmt auch gut Schaden raushauen. Also jetzt nicht so viel natürlich wie der Revolver, auf gar keinen Fall, klar, wissen wir. Aber er könnte trotzdem ein bisschen Schaden machen als Support. Das ist super. Also guckt euch das an. Wir haben 8 Debuffs drauf. 8 Debuffs. Also 8 Runden. Das ist der Hammer. Jetzt stellt euch vor, es gibt ein Element, das einfach mehr Schaden macht, je mehr Runden Debuffs drauf sind. Also nicht nur an Anzahl von Debuffs, sondern auch die Runden der Debuffs wäre mega. Also ihr könnt jetzt so eine geile Kombination draus machen. Ich hoffe, so ein Element bekommen wir irgendwann, dann werden wir den mit dem kombinieren. Das wäre geil. Ähm, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass vielleicht die Spinne nicht nur Death Break und Attack Break verlängert, sondern jeden Debuff, der auf dem Gegner drauf ist, verlängern würde. Das wäre richtig geil. Weil ihr wisst gar nicht, was für geile Sachen wir damit anstellen könnten. Ihr packt die ganzen Buffs drauf, die Debuffs drauf und verlängert die ganze Zeit mit der Spinne. Alle Debuffs. Und jetzt nimmt mal in der Kombination mit zum Beispiel Piratenkapitän, der dann halt die Dots ja platzen lässt. Wenn da einfach ein 10 Runden Dot drauf ist und er lässt es platzen, ich glaube, 3 Runden später, also 3 Runs später würde der Boss noch umfallen, wegen den Dots, die noch nachgezählt werden würden, so nach dem Motto. Wäre schon cool. Also es gibt bestimmt echt ziemlich lustige Kombinationen dann. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann unseren kleinen Mini-Buff, wo die sagen, ja, okay, wir können die Spinne vielleicht doch noch ein bisschen buffen. Weil, ich meine, die Spinne ist cool. Vor allem für Raid. Habt ihr ja gesehen. Also für Raid finde ich das mega gut. Er wird den auf jeden Fall auch benutzt, allein wegen dem Attack-Debuff. Das ist einfach der Hammer. Hält ja auch was aus. Ist ein Death-Unit-Monster. Wird nicht sterben. Das Einzige, was passieren kann, ist halt, dass die Passive geblockt wird, aber das ist okay. Ja, also
Jetzt sterben wir leider schon. Das ist halt natürlich das Problem jetzt halt im Team passiert. Das ist halt, kann man nichts machen. Ist halt jetzt so. Aber mir ging es eigentlich nur darum, dass wir diese Debuffs hier haben. Also ist mega cool. Ist jetzt kein Geheimtipp hier, dieses Team zu bauen. Also macht das nicht. Das ist nur einfach nur zum Test. Oh, meine Nase. Das Niesen. Okay. Ui. Ja, auf jeden Fall, genau. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Also es ist insane, was der an Debuffs da hoch verlängert. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Deswegen. Aber ja, 8,7% ist völlig fein für den Support. Wenn man überlegt, wie die anderen machen, ist ganz okay. Kann man machen auf jeden Fall. Was kann man noch am Ende sagen? Also, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal drüber nachgedacht und rausgefunden und ich habe mir die Fähigkeit nochmal durchgelesen. Jetzt weiß ich auch, warum es 5 Hits sind, weil da steht, ihr ausgehender Schaden wird halbiert, aber sie fügen zusätzliche Treffer basierend auf der Anzahl der Beine zu. Das heißt, der normale Hit, den man ja macht, zählt trotzdem als Hit und es werden zusätzliche Hits gemacht, basierend auf die Anzahl der Beine. Weil dann macht es Sinn, weil wir haben 4 Beine, dann zählen die 4 oberen Teile hier nicht. Ich meine, ob das jetzt Hörner sind und Arme, zählen nicht. Es zählen wirklich nur die 4 Beine hier. Bedeutet, wir machen einen normalen Treffer und dann nochmal 4 zusätzliche Treffer basierend auf die Beine hier unten. Das wird damit gemeint sein. Deswegen funktioniert es auch bei der Schlange, also bei dem Boss, bei Todeslabor auch, dass wir 5 Hits machen, weil sie hat keine Beine. Bei Juggernaut auch 5 Hits, weil Juggernaut hat auch keine Beine. Und die Mobs haben ja 2 Beine, das heißt 5 Hits sind sie immer, dann werden 2 abgezogen, dann sind es nur noch 3. Und ja, das ist jetzt der Grund gewesen. Also nochmal als kleine Information, weil ich habe das jetzt gerade nochmal durchgelesen und gemerkt, so okay, jetzt macht es mehr Sinn, weil da steht zusätzlich, das habe ich komplett überlesen. Ähm, Abgrund-Dungeon brauchen wir nicht auszuprobieren, weil die Abgrundmonster haben alle unzählige Beine. Ich glaube, der eine hat 4, der andere hat 6. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel der Verbreiter hat. Ich glaube, der Verbreiter hat gar keine Beine. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das kleine Dinge als Beine zählen. Müsste man mal ausprobieren. Ähm, kann ja jemand gerne mal in die Kommentare schreiben, falls es jemand weiß. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich wirklich immer noch, ich bin begeistert von den Spielen. Es sind Freestyle-Units. Es sind verdammt nochmal Freestyle-Units. Die sind der Hammer. Also es wird jedem Early Gamer im Einstieg das Leben vereinfachen. Allein für Todeslabor ist das ein super cooles Monster, das einfach 5-mal hittet. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt Echo auf. Ich habe jetzt das Echo-Set zerstört, leider. Könnte man nochmal ausprobieren, ob es mit dem Echo-Set nochmal anders läuft. Kriegt man ja nochmal einen Zusatztreffer. Das heißt, es könnten sogar 6 Hits sein. Man kann einfach mit ihm komplettes Schild weghauen. Nur als Info. Es ist der Hammer. Also, unterschätzt diese Elements nicht. Sie sind jetzt nicht die großen Damage-Dealer. Man kann sie auch Damage bauen. Ich habe jetzt 133% Crit Damage gehabt. Nicht so viel Verteidigung gehabt. Also, ich habe geguckt, ich habe das aber auch erst jetzt reingemacht beim Riesen. Davor hatte ich hier Genauigkeit drin, da hatten wir weniger. Damit die Debuffs landen. Aber ich bin wirklich zufrieden mit den Elements. Das sind jetzt keine Gamebreaker-Elements. Ich meine, es sind Freestars. Das dürft ihr nicht vergessen. Es sind Freestars. Und deswegen, ich sag nur mal 3 Sterne, weil die Untertitelübersetzung manchmal Freestar in Free macht, also wie frei. Und deswegen sage ich nochmal 3 Sterne für die Übersetzung. Und ja, also mega cool. Ich bin sehr zufrieden mit den Elements. Da haben sie die Entwickler sehr gute Arbeit gemacht. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein ziemlich cooles Team zusammenstellen. Vor allem für Glücksbonus-Teams kann man auf jeden Fall für Todeslabor sehr, sehr gut benutzen. Andere Dungeons, ja, man kann ihn auch natürlich auch beim Boxclub benutzen. Ist halt nur natürlich das Problem, wenn man halt nicht genug Buffs hat, dann macht er halt Cleanse-Attacks. Das ist natürlich nicht so gut, dann wird er öfters angegriffen. Heavy Metal könnt ihr natürlich vergessen, ist Feuerelement. Äh, Underground Vegas, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Anonymous könnte man als Death Break und Attack Break benutzen, theoretisch. Weil mit mehr Schaden. Maybe. Könnte man jemand probieren, wenn er möchte. Aber sonst sehe ich den auf jeden Fall in Juggernaut sehr gut.
vor allem Wasser. Baum weiß ich nicht, könnte man vielleicht auch mal probieren. Ich habe nur leider noch kein Baumteam, müsste ich mal bauen, dann könnte man mal gucken. Und er fängt wieder mit dem Naruto Walk an. Naja, ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Baumspinne will abhauen, er macht wieder den Naruto Walk. Das heißt, damit verabschiede ich mich jetzt auch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Lasst immer gerne ein Like da, einen Kommentar. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, ne? Also traut euch, wenn euch was nicht gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin euch nicht böse. Ich werde euch nicht lynchen oder sonst was. Ich bestehe sogar drauf, wenn euch was nicht gefällt, es einfach in die Kommentare zu schreiben. Es bringt nichts, ein Video zu disliken und nichts dazu zu schreiben. Außer es ist wieder diese eine anonyme Person, die gerne wieder einfach nur disliken möchte. Aber nur das mal kurz als Anmerkung. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Ciao.